Das ist eine interessante Frage. Um die zu beantworten, da müssen wir uns mehrere Sachen überlegen. Und die wichtigste Sache ist das, was man Reibungselektrizität nennt. Das hängt damit zusammen, wenn ihr die Mütze vom Kopf nehmt, dann reibt die Wolle der Mütze an euren Haaren. Das Gleiche passiert auch, wenn ihr einen Wollpullover über den Kopf auszieht. Und das führt dazu, dass sich die Haare und die Mütze ganz bisschen elektrisch aufladen. Und der Bernd macht uns das mal vor jetzt an einer Plexiglasröhre, die er mit einem Stück Leder reibt. Ja, und wenn er da jetzt ordentlich hin und her schiebt und ordentlich hin und her reibt, dann lädt sich die Röhre auf. Das tut er dann auf diese Kugel, auf diese Metallkugel. Ja, jetzt nochmal, damit er ordentlich drauf ist. Und nach sammeln sich eine ganze Menge Ladungen auf dieser Kugel hier auf. Ich habe auch noch so eine Kugel, da ist keine Ladung drauf, die ist neutral. Und wenn ich die beiden Kugeln jetzt zusammenbringe, dann möchte die Ladung von der Kugel ganz gerne auch auf diese. Und das macht sie, dass sie kurz bevor die sich berühren, rüberspringt. Das ist wie ein elektrischer Stromfluss in einer Leitung, nur eben viel kleiner. Und dieses Rüberspringen von Elektrizität durch die Luft, das sieht man anhand von so einem kleinen blauen Blitz. Und damit ihr den aber erkennen könnt, machen wir mal das Licht aus, denn der ist nur klein und schwach. Da findet also ein Stromfluss durch die Luft statt und dabei wärmt sich die Luft auf, weil der Strom da ordentlich Energie reintut. Und das führt zu diesem kleinen Knacks, den ihr wahrscheinlich auch gehört habt eben auf dem Video. Und dieser kleine Knacks, das ist sowas wie der kleine Bruder vom Donner beim Gewitter. Ja, beim Gewitter passiert eigentlich auch was Ähnliches. Da kommen kalte und warme Luft aufeinander, die reiben aneinander, weil die warme Luft aufsteigt. Dabei lädt sie sich auf und wenn hinreichend viel Ladung da ist in einer dieser Wolken, dann knallt es ordentlich, dann gibt es einen Blitz auf die Erde und einen ordentlichen Donner. Vom Prinzip ist das ganz genau das Gleiche, nur eben viel, viel größer und mit viel, viel mehr Strom und mit viel, viel mehr Schall verbunden. Dieses kleine Knacken hier, das ist aber das, was ihr als Knistern bei eurem Kopf und bei den Haaren hört. Und wenn ihr es ausprobieren wollt, dann könnt ihr heute Abend einfach mal im Dunkeln euch die Mütze abnehmen oder den Pullover ausziehen und dann werdet ihr möglicherweise sehen, dass es nicht nur knistert, sondern dass ihr auch diese kleinen blauen Blitze mitsehen könnt. Nicht traurig sein, wenn es nicht klappt, das hängt von vielen Dingen ab, das geht nicht bei allen Stoffen, es müssen die richtigen Haare sein, der richtige Pullover, die Luft darf nicht zu feucht sein und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, ein Versuch ist es wert.